So, ihr beiden. Danke, Charlie. Und deine Gattin kommt auch, ne? Sie ist auf dem Weg, ja. Gibt es denn einen Grund? Habt ihr euch auf einen Babynamen geeinigt? Nein. Nein? Bis später. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe etwas gut zu machen. Guten Tag, Carla. Sparen Sie sich Ihre falsche Freundlichkeit. Carla. Ich hatte ein sehr erhellendes Gespräch mit Lars Schneider. Hören Sie, ich lasse nicht zu, dass Sie meine Ehe zerstören. Da können Sie noch so oft versuchen, Lars mit Susanne zu verkuppeln. Carla, du musst Lars missverstanden haben. Ich wollte dich mit Lars verkuppeln. Warum sagst du nicht, wie es ist? Siehst du? Er gibt es sogar zu. Ich habe eingesehen, es war eine Schnapsidee. Lars und ich, wir haben das nicht ernst genommen. Wir haben uns sogar totgelacht darüber. Es ist wirklich sehr nett, wie du deinen Vater plötzlich in Schutz nimmst. Ist Ihnen eigentlich klar, wie sehr Susanne darunter leidet, dass Sie sich ständig in unsere Ehe einmischen? Langsam sollten Sie sich aber mal entscheiden. Erst ist es Ihnen zu wenig und jetzt zu viel. Sie wissen ganz genau, wie ich das meine. Sie werfen meinem Vater vor, er hätte Ihre Ehe zerstört. Moment, da ist nichts vorzuwerfen. Das war so. Und jetzt erwarten Sie von mir, dass ich mich mit Ihnen versöhne, während Sie weiterhin versuchen, unsere Ehe zu torpedieren. Ich habe gesagt, dass es ein Fehler war. Also für Heuchelei wird mir schlecht. Carla. Also, auf ein Gespräch von solchem Niveau kann ich mich nicht einlassen. Ich zahle. Ein andermal vielleicht, entschuldigt mich. Und was hat Lars noch gesagt? Dass sein Vater für euch Essen vorbereitet hat, reicht ja wohl. So viel Sinn für Romantik hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Ich verstehe deine Wut. Aber die Sache ist ein Vierteljahr her. Bitte reg dich nicht auf. Ich reg mich auch nicht auf. Angelo, bitte bringen Sie meiner Gattin Tee. Was soll ich denn bitte mit Tee? Der beruhigt dich. Also, keinen Tee? Sag dich doch. So ein bisschen Aufregung wird das Kleine schon vertragen. Du musst dich schonen. Ich kann mich aber trotzdem nicht von allem Unangenehmen fernhalten. Also, warum hast du mir nicht schon früher davon erzählt? Weil es für mich eine Lappalie war. Und mein Vater meinte es wirklich ernst mit der Versöhnung. Leider fällt es mir schwer, das zu glauben. Ich habe vorhin versucht, dich anzurufen. War aber leider nur die Mailbox dran. Mein Leben war so schön und unkompliziert. Und dann bist du gekommen. So ist das jetzt. Wer wollte mich denn unbedingt als Vater für euer Kind haben? Carla und Arno standen kurz vor der Versöhnung. Und du hast nichts Besseres zu tun, als ihr von Arnos Kuppelei zu erzählen. Erstens hatte ich das damals selbst maßlos aufgeregt. Und zweitens musste ich Carla irgendetwas sagen. Sie hat nämlich das Gefühl, dass du ihr irgendetwas verschweigst. Ich meine, wär's dir lieber gewesen, ich hätte über dich und mich geredet? Da gibt's nichts zu reden. Carla spürt doch, dass zwischen uns irgendetwas ist. Zwischen uns war nichts, ist nichts und wird auch nie was sein. Haben wir uns verstanden? Hallo. Hallo. Du hast dir was zu essen gemacht? Ein Spiegelei. Es tut mir leid, dass aus unserem Essen vorhin nichts geworden ist. Carla hat sich unmöglich benommen. Ich habe nachgedacht. Carla hat recht. Recht womit? Ich bin kein Deut besser als Ihr Vater. Er hat sich in eine Ehe eingemischt und ich tue genau das Gleiche. Aber das kannst du doch nicht vergleichen. Doch, im Grunde schon. Ich habe dir zwar Carla nicht ausgespannt, wie denn auch, aber ich habe versucht, euch auseinanderzubringen, indem ich Lars mit dir verkuppeln wollte. Oh, es tut mir so leid.
Es tut mir so leid. Ich weiß, wie sehr du unter meinem Starrsinn leidest, aber ich werde mich ändern. Du wirst es sehen. Daran liegt es doch gar nicht. Was immer du tust, mit wem du verheiratet bist, mit wem du Kinder hast, du bist und bleibst meine Tochter. Und ich werde die Verbindung zwischen Carla und dir akzeptieren. Das weiß ich doch. Du warst doch nur sauer auf Johannes. Carla kann nichts dafür, dass sie seine Tochter ist. Susanne, ich habe begriffen, wie sehr du sie liebst. Und ab jetzt habt ihr meinen Segen. Und wenn das Kind erst auf der Welt ist, stelle ich mich bedingungslos als Opa und Au-pair zur Verfügung. Ach, ich will doch nur, dass es dir gut geht. Für mich bitte die Rollmöpse, allerdings mit Sauerkraut. Dann ein Stück Sahnetorte. Danach die Rühreier mit Grilltomate. Und ein Schokoladencroissant. Das war alles? Und ein Wasser. Wasser. Danke. Dein Vater, hast du ihm gesagt, dass wir hier sind? Ja. Wir haben uns gestern Abend ausgesprochen. Er hat seinen Fehler eingesehen. Ich habe mich auf ein entspanntes Frühstück gefreut. Bitte noch eine Chance, bitte. Hallo, Papa. Guten Morgen zusammen. Hallo. Also, bevor ich lange um den heißen Brei rede, mache ich es lieber kurz. Ich habe mich in der letzten Zeit Ihnen gegenüber unmöglich benommen. Die Frage ist, wie das wohl in Zukunft so sein wird. Es ist kein Geheimnis, dass mir die Trennung von Elisabeth sehr an die Nieren ging. Ich habe blind um mich geschlagen, nicht einsehen wollen, dass Sie für Ihren Vater nicht verantwortlich sind. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Und ich möchte Ihnen die Hand reichen, um Sie noch einmal und diesmal endgültig zu begrüßen in unserer Familie als Schwiegertochter. Und das heißt, dass Sie unsere Ehe ab jetzt akzeptieren? Ohne Wenn und Aber? Unter einer Bedingung. Dass wir uns von jetzt an endlich du sagen. Einverstanden. Ich kann nicht mehr. Ach, dann gib's mir. Also für mich war es gerade wichtig. Wo steckt dir das alles hin? Mir? Ja, und du isst noch alles durcheinander. Man soll essen, auf was man Hunger hat. Ich werde schon noch genug Kalorien verbrauchen, wenn der ganze Stress erstmal losgeht. Hausbau, Umzug, Geburt. Wie weit seid ihr denn mit dem Haus? In der Planungsphase. Aber es geht voran. Wir können bald bauen. Am liebsten würde ich heute schon einziehen. Bisher musst du dich schon noch gedulden. Wie lange denn? Ich würde mal sagen, ein halbes Jahr. Oder was meint der Profi? Ja, das könnte gehen. Rohbau, Fundament brauchen die meiste Zeit, aber auch Installationen wie Wasser, Abwasser, Strom könnten für Überraschungen sorgen. Ich sehe schon, es ist dein Thema. Carla, was hältst du davon, wenn Arne uns das Haus baut? Ja. Seid ihr gut vorangekommen? Ja, ich denke schon. Dafür, dass Ansgar und ich uns immer geweigert haben, zusammenzuarbeiten? Naja, ich würde sagen, hier und da braucht Carla noch eine kleine Unterstützung, aber Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir die Lahnstein-Holding gemeinsam wieder nach vorne bringen werden. Und das habe ich hauptsächlich meinen Kindern zu verdanken. oh, das hätte ich gern schriftlich. Ich meine das ernst, Ansgar. Solange wir zusammenhalten, kann uns niemand etwas anhaben. Und das betrifft nicht nur Carla und dich. Dazu zähle ich auch Konstantin. Mein Gott, bin ich froh, dass er unsere Beziehung allmählich zu akzeptieren scheint. Das hoffe ich zumindest. Ich hatte vorhin schon das Gefühl, dass er sich freut, wieder mit seiner Familie zusammen zu sein. Er weiß, wo er hingehört. Aber irgendeine Möglichkeit muss es doch geben. Wie wär's denn mit Satellitenfotos vom Rheinufer zum Zeitpunkt des Verschwindens? Ich weiß keinen Zugriff. Ja, dann. Es interessiert mich nicht, ob Sie die CIA oder die NASA oder sonst wen bestechen müssen. Ich will wissen, wo mein Sohn ist. Ja. Schön. Also Sie melden sich. Danke. So leicht gebe ich nicht auf, Kleiner. Ja, können Sie nicht noch. Ach, du bist's.
Ich bringe dir nur diese Unterlagen zurück. Ich müsste jetzt über die aktuellen Vorgänge wieder auf dem neuesten Stand sein. Ja, ich verstehe beim besten Willen nicht, warum du dir das antust. Vater und ich kommen bestens allein zurecht. Ach, findest du? Degenhardt hat der Holding nacheinander 3 wichtige Aufträge weggeschnappt. Ja, was du natürlich mit Leichtigkeit verhindert hättest. Ansgar, ich will euch nur helfen. Manchmal sehen 6 Augen eben mehr als 4. Ach, weißt du, in der Vergangenheit warst du meine Sehkraft eigentlich immer ausgezeichnet bestellt. Sind das die Unterlagen von Omniremaka? Die habe ich schon gesucht. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich mir davon eine Kopie mache? Andererseits, Carla, ich meine, bis du dich da eingearbeitet hast, bist du doch längst im Mutterschutz. Auch in meinen Augen geht es bestens. Dafür werde ich nicht so lange brauchen. Findest du nicht, es wäre angemessener, wenn du dich ein bisschen um deine Schwangerschaft kümmerst? Ist doch bestimmt auch aufreibend genug. Ansgar, erstens wächst so ein Baby von ganz allein. Und zweitens hindert mich meine Schwangerschaft nicht am Denken. Also kann ich mir jetzt davon eine Kopie machen oder nicht? Hallo. Hallo. Carla, ich will dich wirklich nicht stören, aber Ja? Natalie, was ist los? Komm her. Ist es wegen Hannes? nein, es ist nur... Ich mache mir solche Sorgen um Ansgar. Er hat seit Tagen kaum geschlafen und arbeitet wie ein Besessener. Vielleicht kann er sich so am besten ablenken. Ja, ich weiß, aber lang hält er das nicht mehr durch. Ich weiß, euer Verhältnis ist immer noch ziemlich angespannt, aber kannst du vielleicht mal mit ihm reden? Auf mich hört er einfach nicht. Natalie, ich glaube kaum, dass ich dafür die Richtige bin. Er ist nicht besonders begeistert, dass ich wieder in die Firma eingestiegen bin. Und wenn ich mich jetzt auch noch in sein Privatleben einmische. Carla, ich will dich wirklich nicht bedrängen, aber ich würde ihm so gern beistehen, verstehst du? Ja. Seinen Kummer teilen. Man kann sich doch gegenseitig Kraft geben. Aber sobald ich von Hannes anfange, blockt er ab. Er lässt mich einfach nicht mehr an sich ran und ich weiß einfach nicht mehr, was ich tun soll. Carla, kannst du nicht doch vielleicht mit ihm reden? Wisst ihr, warum Ansgar heute Morgen nicht beim Frühstück war? Du, ich nehme an, er ist schon früher gefahren. Vielleicht hat er sich aber auch mal einen Tag freigenommen. Das würde ihm sehr gut tun. Oh ja, das finde Also ich denke, Ansgar. Oh Gott. Du musst wohl eingenickt sein. Du hast doch hier nicht übernachtet. Was? Ist schon morgens? Ja, ich mache mir nur Kölsch frisch und dann geht's wieder. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Du fährst jetzt nach Hause und schläfst dich endlich mal richtig aus. Ach, Blödsinn. Ich brauche nur eine Rasur und Kaffee und dann ist alles wieder in Ordnung. Ah, Mist. Ansgar, so geht es nicht weiter. Du bist völlig überarbeitet. Ach, Blödsinn. Ich bin einfach noch nicht richtig wach. das könnte noch ganz interessant sein. Schau mal. Ja, So, von mir aus kann's losgehen. Nichts da, Ansgar. Du fährst jetzt nach Hause und legst dich ins Bett. Also ich werde jetzt am Empfang einen Wagen für dich bestellen. Blödsinn, ich bin wirklich fit. Ansgar, glaubst du nicht, dass du dir wirklich ein bisschen Ruhe gönnen solltest? Also schön, ich mache heute Abend eher Schluss von mir aus. Aber jetzt geht's wirklich nicht. Ich habe in einer Stunde den Termin Mit diesem Omniremaka-Fritzen. Glaubt ihr denn, warum ich die ganze Nacht diese Akte durchgearbeitet habe? Du, den Termin könnte ich auch übernehmen. Ach, und wer übernimmt dann deinen Termin in London? Willst du ihn sausen lassen? Ja, natürlich. Ja, aber vielleicht in... ich könnte ja nach London fliegen. Ich kann mich doch im Flieger in den Vorgang einarbeiten und dann könntest du zu Omniremaka und Ansgar könnte doch nach Hause. Was soll das denn werden? Die Reise nach Jerusalem? Ich bin der Einzige, der sich mit diesen Bilanzen auskennt. Also gehe ich auch zu dem Termin und jetzt Ende der Diskussion. Ich habe mir die Akte gestern vorgenommen. Also wenn du mich kurz briefst und mir sagst, auf was ich bei dem Termin achten soll, dann kann ich das auch übernehmen. Ich würde das wirklich gerne tun. Also, was sagst du zu Carlas Vorschlag? Ich finde ihn sehr vernünftig. Ja, tut mir leid, ich sehe das anders. Vielleicht lasst ihr uns besser kurz allein. Ja, wie du meinst.
Tja, dann fass dich kurz. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Ansgar, wir hatten nie das beste Verhältnis und wahre Liebe wird das jetzt mit Sicherheit auch nicht, aber du machst gerade eine schwere Zeit durch. Da will ich dir einfach helfen. Indem du mir meine Arbeit wegnimmst. Zum Beispiel, bevor du im Stehen einschläfst. Ich bitte dich, Carla. Dieser Versuch ist doch wirklich ein bisschen plump. Du willst meinen Job. Den wolltest du schon immer, aber nicht mit mir, Schwesterchen. Nicht mit mir. Wen hab ich denn bitte jemals über den Tisch gezogen? Es ist dir vielleicht nicht gelungen, aber nur aus einem einzigen Grund. Du bist nicht gut genug. Ja, so ist es doch. Und damit kommen wir auch schon zu Punkt 2, deiner fehlenden Kompetenz. Du kannst mich gar nicht ersetzen. Jetzt kommt auch noch Größenwahn dazu. Frag mich doch, Vater, warum hat er dich wohl damals degradiert? Hm? Und jetzt entschuldige mich bitte. Herr Brück? Ja, schön, ich wollte Sie auch schon anrufen. Ihr seid euch also nicht einig geworden? Leider nein. Ja, gerne. Wunderbar. Gut, bis später. Ja, so macht man Geschäfte. Worum geht es? Ich habe einen Käufer für Omniremaka gefunden. Du weißt doch ganz genau, dass ich gegen diesen Verkauf bin. Vater, die stecken seit Jahren Unsummen in die Forschung. Die haben noch kein einziges Medikament auf den Markt gebracht. Diese Klitsche wird nie ein Erfolg. Und hier haben wir jemanden, der viel Geld dafür bezahlt. Wie viel? Immerhin genug, um den großen Kredit abzuzahlen. Der ist nächsten Monat fällig. Ja, ich weiß. Vater, dieser Verkauf ist die Chance. Oder hast du eine bessere Idee? Sofort. Du willst es also wirklich durchziehen? Vater hat sein Go gegeben, Carla. Notgedrungen. Neid macht hässlich, Schwesterchen. Bitte. Ich verstehe das ja vollkommen. Du würdest natürlich auch ganz gern mal diejenige sein, die die rettende Idee hat. Und leider war ich's mal wieder. Wenn diese Firma wirklich nur Verluste macht, warum zahlt denn jemand so viel Geld dafür? Offensichtlich gibt es außer dir auch noch andere schlechte Geschäftsleute. Vielleicht versucht dich aber auch jemand reinzulegen. Na, das könnte dir doch nur recht sein. Ansgar, es geht hier um unseren Familienbesitz. Und ich will dir auch nichts Böses. Also schön, wenn es dich beruhigt. Ich habe die Firmendaten von Omniremaka genau geprüft. Ich habe die ganze Nacht dran gesessen. Bis du eingeschlafen bist. Also schön. Weißt du was? Prüf doch selbst. Viel Spaß. Mach ich glatt. Danke. Ja, dann bist du wenigstens beschäftigt und ich habe meine Ruhe. Willst du nicht morgen weitermachen? Dann ist es zu spät. Hast du was gefunden? Vielleicht hat Ansgar den richtigen Riecher, aber ich gehe das trotzdem bis zum Schluss durch. Ist das nicht doppelte Arbeit? Ich meine, als ich dich gebeten habe, Ansgar zu unterstützen, das war anders gedacht. Aber vielleicht macht Ansgar gerade einen riesengroßen Fehler. Ja, aber es sieht nicht so aus. Und du solltest dich schonen. Ich betreibe keinen Leistungssport, Nathalie. Und wir wissen beide, dass Ansgar momentan ziemlich durch den Wind ist. Also sicher ist sicher. Danke. Und vielleicht merkt er ja auch so, dass ich ihn nicht ausboten will. Ihr Angebot ist nicht üppig, aber fair. Ein besseres werden Sie nicht kriegen. Und das wissen Sie genau. Sagen wir mal, ich mag schnelle Entscheidungen. Deswegen würde ich auch gerne heute noch unterschreiben. Das ist ganz in meinem Sinne. Warte mal. Stimmt was nicht? Die entwickeln da gerade ein neues Medikament. Gegen Allergien soll das Wunder wirken. Das wäre ja quasi eine Lizenz zum Gelddrucken. Ja, sie muss nur noch genehmigt werden. Und Ansgar verkauft die Firma gerade. Warum geht denn in der Holding keiner ran? Und jetzt? Carla, bitte, du musst was tun. Das darf doch nicht wahr sein. Lahnstein Holding, Olivia Schneider. Wie kann ich Ihnen helfen? Hier ist noch mal Carla von Lahnstein. Sie geben mir jetzt bitte sofort meinen Bruder. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass er nicht gestört werden will. Es ist aber dringend.
Wenn ich da reingehe, werde ich gefeuert. Wenn Sie meinen Bruder nicht sofort ans Telefon holen, dann sind Sie es sowieso. Es tut mir wirklich leid. Ich halte mich nur an die Anweisungen. Dämliches Stück. Können Sie sich vielleicht mal ein bisschen beeilen? Ich hab's eilig. So, jetzt Sie. Mit dem allergrößten Vergnügen. Ansgar, warte. Konnte sie nicht aufhalten. Schon gut, gehen Sie. Und du bitte auch, Carla. Ansgar, du darfst nicht verkaufen. Carla, was soll dieses Theater? Die Firma ist in Wahrheit sehr viel wert. Ach, und das hast du herausgefunden, nachdem ich es übersehen habe? Ja, und der Verkauf wäre ein Riesenfehler. Ich bitte dich, ein Fehler wäre es wahrscheinlich auf dich zu hören, aber ich mache eben keine Fehler. Ja, sehr schön, dass wir uns so schnell einigen konnten. Ansgar!